Herzlich willkommen zu der neuen Zeit. Wie sieht unsere Zukunft hier auf diesem Planeten aus? Eine detaillierte Vision aus meinem Herzen kommt zu dir. 2020 hatte ich eine innere Begegnung mit den Plejaden. Und die haben mir gesagt, es ist an uns, an den Menschen, die inkarniert sind, welche Zukunft wann wie erscheint. Es ist meine Aufgabe, und so auch deine, in uns den Projektor neu zu füllen, sodass die Projektion, die unser sogenanntes Außen ergibt, ein neues wird. Das heißt, unsere Gedanken und unsere Gefühle, unsere Erwartungen und all das, von dem wir sicher ausgehen und was unsere Frequenz hier auf der Erde im Körper ausmacht, ist das, was wir außen sehen. Und wenn du sagst, nein, wir sehen ja alle genau das Gleiche, dann sage ich, nein, wir sehen nicht alle genau das Gleiche. Ein Mensch neben dir beispielsweise, der ganz stark in der Angst lebt, sieht eine ganz andere Realität wie du vielleicht, wo du nicht mehr so sehr in der Angst lebst oder gar nicht in der Angst lebst. Alles erscheint anders. Ja, du kennst es ja. Wenn jemand nicht in sich drinnen sitzt und ausgeht davon, dass die Welt geht unter und alles ist schwierig, ja, was meinst du, was der für eine Laune hat? Und was er wahrnimmt in der Welt. Jeder ist doof und was weiß ich. Oder jemand, der in sich pure Liebe gefunden hat und Freude und Begeisterung in sich gefunden hat, der ist stabil, egal was draußen passiert. Und der nimmt eine ganz andere Welt wahr. Die Aufgabe der neuen Zeit, also diese neue Welt zu erschaffen, die sich im Physischen reflektieren kann. Und ich habe immer wieder über die verschiedenen Parallelwelten, die gleichzeitig stattfinden, gesprochen, ist wertvoll und wesentlich. Wenn du dein Leben zur Entfaltung bringen willst, musst du das erstmal denken und fühlen können. Ja, alles ist Energie und Energie manifestiert sich auch im Physischen. Aber Energie, wenn wir Energien verändern wollen, müssen wir sie erstmal von innen erschaffen. Und diese Vision gebe ich dir weiter, die meine Vision der Zukunft hier auf der Erde ist, um dich anzuregen, deine Vision zu erschaffen und in dieser Vision zu leben und diese Vision tatsächlich zu realisieren. Vieles dieser Dinge sind schon realisiert in meinem Leben. Lass dich überraschen. Am Ende kommt etwas ganz Entscheidendes für dich. Ich freue mich, meine Vision durch mich hindurch dir weiterzureichen. Die gesamte Erde, die Bewohner auf der Erde sind alle in das Bewusstsein der Einheit, der Verbundenheit zurückgekehrt. Jeder Einzelne lebt frei daraus, aus der Angebundenheit an den Teil in ihm, der weder geboren werden kann noch sterben kann. Und daher weiß jeder genau, wann, was, wie zu tun ist, worauf es jetzt ankommt. Auf der ganzen Erde wird Liebe gelebt, denn Liebe ist das, was wir wirklich sind. In dem Moment, wenn wir in unserer Anbindung stehen und an unser Wissen, in unserem Wissen stehen, sind wir Liebe. Wir können gar nicht anders. Stell dir vor, du bist unterwegs und egal wo du hingehst, begegnet dir Menschen, Restaurants, Veranstaltungen, Zusammenkünfte,
Einzelpersonen und durch diese Angebundenheit, die jeder Einzelne hat, schenkt dir jeder etwas. Und sei es, wenn er sozusagen all das, was er macht, mit Hingabe und Liebe macht. Und du bekommst etwas, weil sein Bewusstsein ist, dir etwas zu geben. Er weiß, du bist nicht getrennt. Stell dir vor, wo immer wir uns bewegen, ist unbeschreibliche Innovation, Kreativität frei bei den Menschen. Durch die Angebundenheit, durch das innere Herzhören ist alles magisch wie ein Puzzle ineinandergreifend, so dass es jeden befreit, aber niemanden drückt. Die eigene volle Befreiung, das Leben aus dem eigenen Herzen befreit nicht nur die einzelne Person, sondern alle Menschen drumherum auch. Also es ist ein unglaubliches Miteinander. Es gibt sowas wie Ehen nicht mehr, sondern Menschen, wenn sie etwas zu zweit auszumachen haben, sind so lange zusammen, wie es stimmig für sie aus ihrem inneren Wissen heraus ist. Die Kinder werden in der Gemeinschaft großgezogen, so dass nicht eine Elternteil oder zwei Eltern nur prägend vor allem für die Kinder sind, sondern eine ganze Gesellschaft prägend für die Kinder sind und sich viel, viel mehr entfalten kann. Alles basiert auf dem sechsten Sinn, der Intuition. Die Kinder kommen mit starker Intuition auf die Erde und diese wird nur weiter gefördert und Raum gegeben. Und damit ist unvorstellbar viel möglich. Natürlich können sich Kinder vollkommen frei bewegen, weil sie sicher in ihrer Intuition verankert sind. Schulen gibt es nicht mehr, weil das überhaupt nicht gebraucht wird, weil das Wissen kommt direkt von innen. Die Kinder können an das innere Wissen anknüpfen. Sie können selbstverständlich in die Akasha-Chronik einfach hineingreifen. Die Akasha-Chronik ist das Weltenwissen und wissen damit alles unverdreht, direkt. Wir brauchen keine Computer dafür, weil die Fähigkeiten viel weiter ausgebildet sind, viel höhere technische Möglichkeiten sitzen direkt im Menschen selber drinnen. Selbstverständlich gibt es keine Unehrlichkeit mehr, weil Unehrlichkeit sofort erkannt wird, weil in dem Moment, wo wir angeschlossen an unser eigentliches Sein sind, kann einem niemand mehr ein X für ein U vormachen. Und es ist auch gar nicht mehr gewollt und es gibt es überhaupt nicht mehr, weil die Menschen erkannt haben, worauf es ankommt. Das Bewusstsein hat sich restlos aus der Ich-Welt und aus dem Materialismus herausentwickelt, zurück in das, was wir wirklich sind. Wunderschönste Gebäude in größter Vielfältigkeit sind gebaut aus freier Intuition. Es gibt keine Beschränkungen in Größen, Maßen und Vorschriften. Das künstlerische Potenzial eines jeden Menschen kann sich vollkommen frei entfalten. Und die Ordnung und Strukturen auf der Welt sind wie in einem Bienenschwarm. Von innen heraus gibt es Menschen, die die Führungssituation für bestimmte Zeiträume übernehmen und dann wieder weitergeben, immer dann, wenn es von innen angeschlossen ist. Alles das, was von innen angeschlossen ist, was auf dem Prinzip der Natur und unserer eigenen inneren Natur basiert, kann niemals gegen etwas sein, ist immer geheimnisvoll füreinander. Die karmischen Zusammenhänge sitzen selbstverständlich wieder ineinander. Weil ich nach innen höre, bin ich im richtigen Moment am richtigen Ort mit den richtigen Menschen zusammen, jeder Einzelne. Beziehungsweise
Karma hat sich aufgelöst, denn Karma in der Form nein, Karma kann sich nie ganz auflösen, weil Karma ist eine Gesetzmäßigkeit, dass Ursache und Wirkung zusammengehören. Aber dieses Karma, was hier produziert wird, ist nur zum Reichtum für jeden und sich selbst. Es blüht einfach alles auf. Tiere werden verstanden, Pflanzen werden verstanden, Elementarwesen werden verstanden, die Wesenheiten auf der Erde werden verstanden. Tief auch aus dieser inneren Angeschlossenheit. Es ist selbstverständlich, dass wir die Sprache der Steine sprechen können und auch deren Geschichten erfahren können. Und von allen anderen auch. Und daher ist Selbstverständlichkeit, dass alles in entsprechender Form seine volle Entfaltung leben kann. Steine haben einfach nur ein anderes Bewusstsein wie Pflanzen und Pflanzen haben ein anderes Bewusstsein wie Tiere und Tiere haben ein anderes Bewusstsein wie Menschen. Gleichzeitig geht dieser Austausch und das Verstehen können bis in die Erde hinein und mit den Völkern in der Erde und auch mit den Extraterrestrials, die von den Sternen kommen. Es ist überhaupt keine Angst vor Andersartigkeit mehr da, sondern eine unglaubliche Freude vor der Vielfältigkeit. Die Menschen auf der Erde haben sich als eine Familie verstanden. Aber nicht nur die Menschen sind integriert, sondern eben alles, was zur Natur gehört. Der ganze Kosmos ist in seine Einheit zurückgekehrt. Miteinander ist Selbstverständlichkeit. Oneness, das, was uns im Kern ausmacht, die göttliche Urenergie, die in allem steckt. Die gesamten technischen Geräte, Masten und Technology im großen Sinne um die ganze Erde herum ist ausschließlich heilend und wohltuend für Mensch und Natur geworden. Nichts der so zerstörerischen Technologien, die so veraltet waren auf der Erde, existieren noch. Alles ist hochtechnisch, advanced, viel, viel, viel mehr modern, wie wir das je uns vorstellen können, mit unglaublichen Möglichkeiten, aber heilend, wohltuend, in Achtsamkeit mit Mensch und Natur. Austausch ist ganz einfach zwischen den Menschen, weil die Menschen stehen in ihren Fähigkeiten und es wird immer wieder so Dinge, auch ähnlich wie Geld oder sowas verwendet, ganz andere Formen, aber die gehen mehr so, dass das einfach wirklich als Energie da ist, um Sachen einfach leicht miteinander austauschen zu können oder es ist direkter Tauschhandel auch einfach lebendig. Aber es gibt einfach das ganze Element von Ausbeuten und Gier und ich muss mehr haben wie du und all diese ganzen Dinge. Das Bewusstsein existiert überhaupt nicht mehr auf der Erde, sondern die Freude liegt da drinnen und das Wissen, dass alles ungetrennt ist. Wenn ich dir gebe, gebe ich mir. Und damit ist das Ganze in Freude gewandelt und Zerstörung der Natur und all diese Dinge sind durch die Angebundenheit der Menschen an ihr inneres Wissen genau ins Gegenteil gewandelt. Alle Flüsse sind die Begradigungen sind weg und sie dürfen wieder frei fließen, so wie das Bewusstsein wirklich frei fließen muss aus dem Herzen heraus, so dass die Dinge ineinander sitzen können. Die Flüsse sind gereinigt, die Meere sind gereinigt. Die Menschen sind ganz einfach dazu in der Lage, dieses zu tun und zu reinigen und das zu halten, alleine durch ihre inneren Fähigkeiten. Plastik hat sich restlos von der Erde verabschiedet. Plastik ist ein bestimmtes Bewusstsein. Die Form von Plastik ist nochmal eine tiefere Verfestigung von, von dem festen 3D, dritte Dimension materialistischen Bewusstsein. Da Plastik
in seinem Ursprung aus Öl, Erdöl besteht, sind die Menschen in der Lage, auf geistiger Ebene das zurückzuführen in seine ursprüngliche Sonnenenergie und damit Plastik en gros und über Energien aufzulösen auf der ganzen Erde, wodurch dieses Thema für immer und ewig verschwunden ist. Viele solche Dinge können passieren durch das sehr, sehr viel höhere Bewusstsein und die Menschen sind ja entfaltet in ihren 12, 13 DNAs und haben damit ganz andere Fähigkeiten. Teleportation, also Telepathie, all diese ganzen Dinge sind Selbstverständlichkeit. Wir brauchen keine Handys mehr, um uns auf der anderen Seite des Erdballs mit jemandem zu unterhalten, zum Beispiel, oder auch nur nebenan oder in einer anderen Türe, weil wir selbstverständlich wieder in unserer Telepathie und in unseren Energiefähigkeiten drinnen sitzen und uns darüber mit jedem austauschen können. Nur weil diese Fähigkeiten ja eigentlich sowieso im Menschen vorhanden sind, hat man so eine niedrige Technik erfinden können in der Zeit der Handys, dass man also alle technische Erfahrung, also alle technischen Dinge, die möglich gewesen sind, in der Zeitalter der Handys und der Computer damals, weil im Menschen diese Fähigkeiten vorhanden sind, im Prinzip. Die hat man damals eben äußerlich genommen, aber das ist eine ganz normale Fähigkeit von einem entfalteten Bewusstsein im Menschen. Das Leben in Städten oder in Zusammenkünften, Communities ist Selbstverständlichkeit. Städte in dem heutigen Sinne oder in dem damaligen Sinne, wo es Handys gab, gibt es nicht mehr, weil die Natur immer einbezogen ist. Also Extreme, die also alles rausholen und den Menschen komplett separieren von dem, wer er eigentlich ist von der Erde verschwunden. Anstattdessen ist es Fülle und Reichtum, Freude und Begeisterung, was Menschen zusammenbringt und zusammenleben lässt und immer im Atem und Austausch mit der Natur. Biologisch dynamischer Anbau, beziehungsweise ist es noch eine viel höhere Form von unglaublichem Austausch mit der Natur, Selbstverständlichkeit auf der ganzen Erde. Die Pflanzen und die Natur wird geachtet und die Menschen, jeder Einzelne, der damit zu tun hat, hat mit der Erde zu tun, weil es seine innere Aufgabe ist und weiß daher genau, was zu tun ist, wann und wo wie zu tun ist, sodass alles in seine Blüte kommt. Grenzen haben sich aufgelöst. Es ist eine unglaubliche Achtung vor den vielfältigen Ländern und Kulturen und Menschen, Rassen und auch der Vielfältigkeit, so wie die Artenvielfalt von Tieren, von Blumen in großer Form, wie nie zuvor dagewesen, sich auf der Erde verbreitet. Aber es gibt keine Grenzen und Abgrenzungen mehr, weil genauso wie auf einer wunderbaren, fülligen Blumenwiese unzählige Blumen nebeneinander stehen, so können die Menschen und die Tiere auch auf dem ganzen Planeten sich frei bewegen. Jeder wird geachtet, geliebt und ist Lehrer in seiner Vielfältigkeit. Und Austausch ist eine besondere Freude in der Vielfältigkeit. Egal, ob das Wesen sind, Tiere, Pflanzen, Steine, Menschen. Achtsamkeit ist immer die Basis von jedem Austausch. Liebe ist Realität geworden. Die Liebe, die wir wirklich sind. Das, was wir ganz natürlich sind. Unsere Natürlichkeit ist die Basis geworden. Niemand muss mehr sich verstellen, um irgendetwas zu sein, was er nicht ist. Dadurch, dass jeder nach Hause gekommen ist,
ist er einfach, wer er wirklich ist. Und genau das ist die größte Freude für jeden anderen. Es ist eine unbeschreibliche Freude, in dieser Zeit zu leben, diese Dinge zu erfahren, zu erleben. Selbstverständlich gibt es keine Kriege mehr. Das ist selbstverständlich. Längst hat man verstanden, dass darüber gar niemals, jemals etwas hat sich regeln lassen. Achtsamkeit, wie gesagt, ist die Basis auf der ganzen Welt und Austausch ist die größte Freude. Sich auszutauschen, zu schenken, zu geben und nehmen ist absolut in Balance und in Fülle zu leben ist selbstverständlich für jede Kreatur. Sein eigenes volles Sein und Potenzial zu leben, ist die größte Form der Fülle, die es gibt. Und die ist Basis von allem, überall. Es ist eine riesige Steigerung einfach an Freude, an Leichtigkeit, an Natürlichkeit, an Echtheit, an Augenblick. Zeit spielt überhaupt gar keine Rolle mehr in dieser Form, wie wir das damals in dem Zeitalter der Handys noch gekannt haben. Weil Zeit ist vielmehr dem Augenblick, also in den Augenblick hineingekommen, genauso Raum, weil man viel leichter von einem zum anderen Ort kommen kann durch die neuen Technologien, aber auch durch die eigenen inneren Fähigkeiten. Dadurch, dass mit den Energien frei gespielt wird und in dem Moment, wo wir in die Energieebene hineingehen, sind wir aus dem Zeit- und Raumgefüge heraus und sind in der Purheit. Und diese Purheit ist die Basis von allem auf der neuen Erde. Die Verfestigungen, die wir jetzt noch über unsere 5 Sinne und unseren Verstand auf der Erde oder in dem Zeitalter, wo das Handy war, noch als unverrückbar verstanden haben, haben sich aufgelöst. Es ist viel beweglicher, leichter und freier geworden und Manifestation geht sehr, sehr schnell. Man muss überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form im alten Sinne arbeiten oder in irgendeiner Form sich irgendwie mühselig wohin quälen, weil die inneren Fähigkeiten, wie ich schon gesagt habe, einfach da sind und Selbstverständlichkeit sind. Und eine dieser Dinge sind, ich brauche es nur in mir zu formulieren, was ich haben will, und es ist bereits materialisiert. Ja, in diesem Sinne, es ist eine Riesenfreude, diese innere Welt auch in seinem eigenen Herzen zu tragen und damit sie zu manifestieren auf der Erde, in deinem eigenen Leben, in meinem Leben. Und fühle dich angeregt, reinzuspüren in das, wo du weißt, so ist es. Das ist notwendig für dich. So gehört die neue Welt. Ich weiß, als ich inkarniert habe, so früh, ja, wie gesagt, mit 4 Jahren wusste ich, warum ich hierher gekommen bin. Mir gedacht, an so vielen Stellen ist es nicht auszudenken, wie verdreht diese Welt damals war und wie unbedingt notwendig das ist, dass alles in seine restlose Entfaltung kommt, so wie es wirklich gehört, wo jede Verdrehung raus ist und wo unvorstellbare Begeisterung und Freude, Selbstverständlichkeit für jeden einzelnen Menschen ist. Und Fülle und Reichtum ist das, was wir wirklich sind. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal. Bis dann.